1994 erscheint ein wirklich einzigartiges Stück Hardware für den Sega Mega Drive, das einige Kinder damals für nicht weniger als Zauberei hielten. Alleine in deinem Mega Drive startet die von Game Genie inspirierte Sonic & Knuckles Lock-On Cartridge Sonic & Knuckles, das vierte Hauptspiel der Reihe. Mit Sonic 3 aufgesteckt startest du Sonic 3 & Knuckles, eine Kombination aus beiden Spielen, die der ursprünglich geplanten vollständigen Vision des Spiels entspricht. Mit Sonic 2 aufgesteckt, dessen Code dem von Sonic 3 sehr ähnelt, startet Knuckles the Echidna in Sonic the Hedgehog 2. Dasselbe Spiel, aber du musst mit Knuckles spielen. Deshalb ist auch der Zweispieler-Modus aus dem Menü entfernt. Quasi ein offiziell im Jahre 1994 veröffentlichter ROM-Hack. Das erste Sonic-Spiel löst den No-Way-Bildschirm aus. Drückt man hier allerdings die Tasten A, B und C gleichzeitig, erscheint der Titelbildschirm des Bonus-Minispiels Blue Sphere. Das eigentliche Sonic ist so nicht mehr spielbar. Dasselbe passiert beim Aufstecken der Sonic Classics Compilation. Sämtliche Bonus-Stages sind hier verfügbar mitsamt Passwörtern für jede einzelne. Auch jegliche andere Mega Drive Spiele haben einen Effekt. 2, um genau zu sein. Variierend je nach Cartridge-Größe. Spiele größer als 2 MB werden ignoriert und starten Sonic & Knuckles. Das liegt daran, dass Sonic & Knuckles 2 MB groß ist und damit nur noch 2 MB adressierbar sind, da der Mega Drive auf herkömmlichem Weg lediglich 4 MB Cartridges verarbeiten kann. Kleinere Spiele aktivieren das Blue Sphere Minispiel. Allerdings sind jetzt auch die Charaktere im Menü Blue sowie unbeweglich. Und du siehst eine Stage-Nummer. Diese ist bei jedem aufgesteckten Spiel anders und generiert somit auch ein anderes Level, beziehungsweise passt die Anordnung der Kugeln an. Die technischen Möglichkeiten bieten theoretisch über 100 Millionen Stages. Ein solch kleineres Spiel ergänzt also den restlichen verfügbaren Speicher und ermöglicht den Zugriff von Sonic & Knuckles darauf. Jedes aufgesteckte Spiel wird zunächst auf einen bestimmten Speicherort geprüft, namentlich 200-100. Da bis zur Position 200-000 die 2 MB von Sonic & Knuckles angesprochen werden, stellt 200-100 den Punkt dar, den die Konsole nach 256 Bytes der aufgesteckten Cartridge findet. Dieser Speicherort enthält üblicherweise das Wort Sega. Eine Sicherungsmaßnahme, um zu überprüfen, dass jedes in die Konsole gesteckte Spiel offiziell lizenziert ist. Fehlt das Wort Sega an dieser Stelle, wird das Spiel nicht abgespielt. Das ist auch der Grund, warum Spiele, die größer als 2 MB sind, mit der Lock-On-Cartridge üblicherweise nicht richtig erkannt werden. Sonic & Knuckles überprüft dann lediglich die über die ersten 2 MB hinausgehenden Daten und kann so entsprechend nicht das Wort Sega an der richtigen Stelle finden. Die clevere Ausnahme ist die bereits erwähnte Sonic Classics Compilation mit 4 MB. Die Spielinhalte darin sind so angeordnet, dass der ROM-Header von Sonic the Hedgehog passend auf die Position 200-100 fällt und Sonic & Knuckles somit vormacht, dass das normale Ursprungsspiel angesteckt wurde. 200-100 hat aber noch mehr zu bieten, denn es ist der Beginn des sogenannten ROM-Headers, einem ganzen Block, der Informationen zum Spiel enthält. Nachdem die Lock-On-Cartridge also feststellt, dass es sich um ein lizenziertes Spiel handelt, wird anhand der Seriennummer geprüft, mit welchem Spiel genau es zu tun hat. GMMK 107900 beispielsweise ist die Nummer von Sonic 3, die man auch im Code von Sonic & Knuckles wiederfindet in der Liste der kompatiblen Software. Die 3 1051-Codes darüber beziehen sich auf Sonic 2. Die Ergänzung dahinter auf die 3 verschiedenen Versionen, in denen das Spiel erschienen ist und die natürlich alle mit der Lock-On-Cartridge funktionieren sollen. Sonic & Knuckles hat also eine interne Liste erlaubter Spiele. Alles andere wird aussortiert. Zerlegst du die Lock-On-Cartridge, findest du eine Reihe von unterschiedlichen Chips auf der Platine. Das hier sind die 2 MB ROM, die das Sonic & Knuckles Spiel enthalten. Daneben finden sich 256K ROM, die die gepatchte Sonic 2 Version enthält. Die verbliebenen 3 Chips sind dafür verantwortlich, anhand der angesteckten Cartridge zu entscheiden, ob Sonic & Knuckles in den Speicher geladen wird oder Sonic 2. Der Mega Drive stellt dem Modul einen kleinen Steuerbereich von 256 Bytes im Speicher zur Verfügung, über den die Konsole gezielt mit der Modul-Hardware kommunizieren kann.
Pin 31 in der Cartridge wird jedes Mal aktiviert, wenn die Konsole in diesem Steuerbereich liest oder schreibt. Besagte Chips lesen dann aus, ob der Wert 0 für Sonic & Knuckles oder 1 für Sonic 2 geschrieben wurde. Das Blue Sphere Minispiel ist Teil von Sonic & Knuckles. Um technisch noch ein wenig tiefer einzutauchen, es ist auch spannend sich anzusehen, wie Sonic & Knuckles sich die Arbeit mit dem aufgesteckten Sonic 3 teilt. Folgende Daten finden sich im ROM von Sonic & Knuckles wieder. Die Character Sprites für Sonic sowie Knuckles und auch das Stage Design ist hier hinterlegt, wodurch man die Sonic 3 Level noch nachträglich anpassen konnte. Die Entwickler patchen damit sozusagen bekannte Bugs und passen auch die Schwierigkeit von einzelnen Abschnitten an. Außerdem beginnt die Entwicklung von Sonic 3 ursprünglich mit speziell auf Knuckles zugeschnittene Pfade in jedem Level, die infolge der Zweiteilung des Spiels eingestellt und mit Sonic & Knuckles nun doch vollendet werden können. Speicherslots werden von 6 auf 8 erweitert und die gespeicherten Spielstände zeigen nun auch die Anzahl von Leben sowie Continues an. Wobei Sonic & Knuckles alleine keine Speicherfunktion bietet und in einem Rutsch beendet werden muss. Das spart Speicherplatz auf der Cartridge und Kunden haben Sonic 3 entweder bereits oder bekommen gute Gründe, es sich noch zu kaufen. Und apropos Continues, die Schriftart hier wird auch an die Schrift aus dem Abspann von Sonic & Knuckles angepasst. Übrig bleiben damit noch die Sprites von Tails sowie jene von anderen Figuren, die Artworks der verschiedenen Zonen und die Musik, die von der Sonic 3 Cartridge ausgelesen werden. 2024 nutzt Sega die Lock-On-Cartridge übrigens als Aprilscherz in einer nicht ganz ernst gemeinten Werbung. DLC? Wie wär's mit CLC? Cartridge Loadable Content? Die Lock-On-Technologie war erst der Anfang. Füge eine zweite, dritte, vierte Cartridge an und lade neue Features wie den Big Head-Modus. Besuche deinen lokalen Blockbuster am 1. April 1991, um es auszuprobieren. Jede Cartridge wird separat verkauft. Anstatt die Veröffentlichung von Sonic 3 also zu verschieben und das gesamte geplante Spiel auf einer teureren 4 MB Cartridge erscheinen zu lassen, veröffentlichen sie es in der gekürzten Version und haben bereits 8 Monate später ein vermeintlich brandneues Spiel für die Kaufhausregale, das ebenfalls auf eine 2 MB Cartridge passt und essentiell das ist, was wir heute als DLC bezeichnen würden. Diese Füchse. Oder Igel? Mit cleveren Techniktricksereien konnte auch der Mega Drive Cartridges verarbeiten, die größer als 4 MB waren. Dafür nutzen sie einen ähnlichen Trick wie schon Atari mit ihrem 2600, was ich dir in diesem Video erkläre. Vielen Dank an meine großartigen Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Mickes Meinig, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, Jürgen, BTD, P9608, Homebrew Raider, Lord Pimpim, Lurgas, Bibi, Sentinel und Felix.